Lars Porsena von Clusium schwor den 9 Göttern Eid, Rom tät durch ihn dem Haus Tarquin kein Unrecht mehr zu Leid. Bei den 9 Göttern schwor er, befahl den Aufmarsch stark und schickte Boten weithin fort, Ost und West und Süd und Nord, nach Truppen für den Schlag. Ost und West und Süd und Nord, am Ziel der Reiter waren, in Turm und Dorf und Ortschaft zu hören die Fanfaren. Niemand wär recht Etrusker, der noch daheim verweilt, wenn Porsena von Clusium den Marschbefehl erteilt. Schon strömen zahlreich Reiter und Fußvolk schnell herbei, aus vielen stolzen Städten und reichen Ländereien, aus großer Zahl von Dörfern, die lang verborgen schien, wie Adlershorst im hohen Forst des purpurn Apennin. Herbei aus Volatere, wo jene Festung wacht, die durch das Werk von Riesen einst gottgleichen Herrn gemacht. Vom Hafen Populonia, wo wache Wächter spähen, wie in des Südens Lüfte hoch Sardiniens Gipfel stehen. Vom stolzen Markt von Pise, des Westmeers Königin, wo Massilias Triremen fahren mit blonden Sklaven drin, von wo der süße Clanis durch Feld und Weinberg strömt und aus Cortona himmelhoch mit Wachtürmen gekrönt. Hoch sind die Eichelbäume, deren Frucht fällt am Außerhof. Fett sind die Hirsche, die gedeihen am Monte Cimino. Gelobt wird der Clitumnus beim Hirtenvolk allhieb, und jeder Vogelfänger rühmt den See von Volsini. Doch jetzt hört man den Förster am Außer nirgendwo. Kein Jäger stellt den Hirschen nach am Monte Cimino. Und jetzt grast am Clitumnus ganz unbewacht das Vieh. Seevögel schwimmen unverletzt im See von Volsini. Die Ernte in Arretium fahren diesmal Greise ein, diesmal Schlachten in Umbro, bloß Burschen, Schäfelein. Die Maische wird in Luna dies Jahr gestampft allein, von Füßen froher Mädelchen der Väter in Rom sein. 30 erwählte Deuter, die weißesten im Land, leisteten Lars Porsena mit ihrem Rat Beistand. Schon lang hatten die 30 studiert, was prophezeit, war überliefert fleißig von Sehern alter Zeit. Die 30 hatten einmütig die Glücksbotschaft beschieden. Zieh los, Lars Porsena, der Himmel ist zufrieden. Heim kehrst du ruhmreich und in Ehre zum königlichen Dom, zu schmücken Nursias Altäre mit Goldschätzen aus Rom. Und jetzt hat jede Stadt im Land die Heerscharen vermehrt. Zu Fuß sind's 80.000 Mann, 10.000 sind zu Pferd. Am Fuß von Sutriums Toren da erhält das Heer Beschlag. Stolz ist der Herr Lars Porsena an seinem Aufmarschtag. All die etruskischen Armeen stehen unter ihm parat.
Verbannte Römer kann er sehen und Partner von Format. Mit viel Gefolge rundherum schließt dem Appell sich an Mamilius, Prinz von Tusculum, ganz Latium bekannt. Am Tiber herrscht derweil ein panischer Krawall. Aus allem Umland eilen die Bürger zu Roms Wall. Auf Meilen um die Mauern staut sich der Flüchtlingstross. 2 Tag und Nächte dauern die Angst und das Chaos. Denn Älteste auf Krücken, erwartungsvolle Frauen und Mütter, die sich bücken, um auf ihr Kind zu schauen, auftragen Flachpatienten, von Sklaven transportiert, Landvolk in Regimenten, mit Werkzeugen armiert. Und Scharen von Lastieren, die mit Wein beladen werden, endlose Herden kleines Vieh und endlose Kuhherden und endlos viele Wagen, gestopft voll ächzend vor Vorräten, die sie tragen, verstopfen jedes Tor. Vom tarpeischen Felsen aus ist schrecklich anzusehen, wie viele Dörfer Haus um Haus in roten Flammen stehen. Die Väter der Stadt halten sehr lang große Sitzungen und stündlich bringen Reiter mehr an Schreckensmeldungen. Nach Osten hin, nach Westen her, nur Feinde überall. In Custumium steht gar nichts mehr nach deren Überfall. Die Dörfer sind verwüstet, jetzt hat Astur mit viel Macht den Berg Ianiculum besetzt, die Wachen umgebracht. In allen im Senat damals war nicht ein Herz so hart, dass es nicht schmerzvoll graste, als all das verkündet ward. Entschlossen stand der Konsul auf, bald stand all der Senat, verließ den Saal in schnellem Lauf zur Mauer ihrer Stadt. Sie hielten Rat im Stehen, vom Torweg raus zum Fluss. Nicht viel Zeit durft vergehen zum sehr schnellen Beschluss. Es sprach der Konsul kurzerhand, macht schnell die Brücke platt. Ianiculum in Feindeshand, folgt sonst die ganze Stadt. Ein Bote kam herbeigeeilt, entsetzt schrie der Kurier: Zu Waffen habt sie schnell verteilt, Lars Porsena ist hier. Nach Westen zu den Hügeln hin sah der Konsul nur noch gewaltige Staubwolken in den Himmel wirbeln hoch. Und näher, immer näher, kam Staubgewölk geschwind, und lauter, immer lauter drang aus diesem Wirbelwind gewaltiger Fanfarenklang, Getrappel und Gesang. Und öfter, immer öfter schien aus diesem Dunkelglanz in breiter Front und dicht an dicht metallisch reflektiertes Licht, das sich an vielen Helmen bricht, an Waffen der Phalanx. Und klarer, immer klarer sind über ihren Speeren zu sehen die stolzen Banner von 12 Städten und Heeren. Doch das des stolzen Clusium war von allerhöchstem Rang, der Schrecken von ganz Umbria, der Gallier Untergang. Und klarer, immer klarer erkannte Roms Gemeinde an Schmuck und Bild, auf Ross und Schild, die Fürsten ihrer Feinde. Sahen Cilnius von Arretium am roten Schlachtross so, und Astur mit dem Vierfachschild der Waffe, die allein ihm gilt. Tolumnius mit dem Gurt aus Gold, den dunklen Verbenner unhold des Schilfs vom Trasimeno. Bei
bei seiner Kriegsstandarte, befahl ihn allen allein. Las Porsena von Clusium, sein Wagen Elfenbein. Zur rechten Prinz Mamilius, ganz Latium bekannt. Zur linken Schurke Sextus in Scham aus Rom verbannt. Als Sextus' Visage in Feindesreihn erschien, erscholl Roms Riesenrage, aus allen Kehlen geschrien. Nicht eine Römerin war dort, die ihn nicht wütend fluchte, kein Kind, das ihn nicht schreiend fortzujagen auch versuchte. Doch der Konsul war leise, er mit Augen, die fast weinten, besah besorgt Verteidiger, besorgt auch zu den Feinden. Die Vorhut kommt hier früher an, als diese Brücke fällt. Und haben sie die Brücke, dann ist schlimm um Rom bestellt. Da nahm das Wort Horatius, der Torwächtern vorsteht: Zu jedem Manne tritt einmal der Tod, ob früh, ob spät und wo, als vor dem grimmen Feinde kann ein Mann denn besser fallen? Für die Asche seiner Väter und für seiner Götter.